Und die Frage ist einfach, wie gut funktioniert das denn eigentlich? Ob er das schafft oder ob er das nicht schafft. Wie heißt denn dieser Anschluss? Der heißt C35, glaube ich. Und warum ist meine Hand so dreckig? Und dann kam es ja zum Härtetest. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotoz TV. Mein Name ist Sebastian und euer Wunsch ist mir Befehl. Ich habe vor kurzem ja alle Bosch Bohrhammer, also alle Bosch-Hammer in einem Video gehabt, erklärt, gemacht und getan. Und da ging es auch so ein bisschen um das Thema Absaugung. Und da habt ihr euch beschwert, ich soll doch diese beiden Absaugungen mal im Detail erklären und vor allem auch testen. Und genau das machen wir heute. Heute geht es also um das Vermeiden von Staub und Dreck. Und dafür kannst du zum Beispiel auch so eine Absaugung nehmen. Es gibt noch andere Möglichkeiten übrigens, außer so etwas wie die GDEs. Es gibt Saugbohrer, es gibt aktive Absaugung, es gibt passive Absaugung. Zum Beispiel gibt es hier beim 28er die Möglichkeit, hier eine Absaugung direkt unten ranzustecken oder. Aber mit am universellsten sind natürlich diese hier. Und zwar die GDE 68 und die GDE 162. Richtig? Richtig, 162. Und die 162 steht übrigens für den maximalen Durchmesser, den man hier entsprechend drin nutzen kann. Die 68 halt auch für den maximalen Durchmesser. Aber da gleich mal ein Hinweis. Ich habe hier eine Standard 68er Bohrkrone für Stein mit dabei. Ja, extra schon eine genommen, die ordentlich schon ein bisschen was auf dem Buckel hat. Nämlich die haben wir hier schon häufig benutzt. Und jetzt versuchen wir die mal hier reinzubekommen. Und ihr seht, das ist schon schwierig. Also das ist wirklich eine 68er. Und jetzt schaut mal hier, ich bekomme das natürlich schon rein. Boah. Aber ich habe dann schon eher das Gefühl, dass ich damit das Ganze kaputt mache und dass ich damit hier auch den Kranz irgendwie kaputt mache. Für euch werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde alle Tests machen und als allerletztes werde ich wirklich einen Test machen mit dieser großen Bohrkrone und dem 68er. Und schauen, was dann passiert. Du kannst natürlich das hier auch rausnehmen, aber dann ergibt das für mich irgendwie keinen richtigen Sinn mehr, weil ich möchte eigentlich, dass es hier durch diese Lamellen hier, durch die Haare auch entsprechend geschützt ist. Aber wie funktioniert das Ganze hier eigentlich? Wir haben hier eine Absaugung, die du aber nicht festhalten musst. Die meisten von euch kennen das doch, ja? Du möchtest zu Hause irgendwo ein Loch in irgendeine Wand reinbohren und ja, wir sind hier bei Bosch Professional, aber ihr kennt das von zu Hause trotzdem. Ihr wollt irgendwo ein Loch in die Wand reinbohren und dann habt ihr euren Bohrhammer und dann vielleicht noch eine zweite, dritte Hand, die irgendwie einen Staubsauger hält und so weiter. Braucht ja keiner. Sondern man hat hiermit die Möglichkeit, alleine zu arbeiten, denn wir haben hier eine Selbstansaugfunktion. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ihr habt hier unten den Click-and-Connect-Anschluss von eurem Sauger. Einfach ranstecken. Und dann ist es so, dass ihr hier auf der Rückseite, schauen wir uns das mal an, dass ihr hier dieses weiche Gummi habt, dieses extrem weiche Gummi, was hier einmal drumherum geführt ist. Ja, und wir haben hier unten eine untere Kammer, eine Unterdruckkammer und hier die Absaugkammer. Das haben wir übrigens bei beiden gleich. Ja, hier ist es genau dasselbe. Und es ist so, wenn ihr euch jetzt mal aus dieser Perspektive vorstellt, dass das hier rangesaugt wird. Ihr seht das hier auch. Ja, auch wenn da Unebenheiten an der Wand sind, wird das rangesaugt durch den Staubsauger, hält sich selbst fest und dann ist es so, dass hier drin entsprechend der Bohrer sitzt, das Ganze fällt runter und wird dann hier unten abgesaugt, hier rein und dann geht es raus. Ja? Das ist übrigens bei beiden dasselbe, hier dasselbe Prinzip und das Wichtige ist, dass ihr entsprechend schaut, dass der Bohrer jetzt nicht zu groß oder das Loch des Bohrers hier nicht zu groß oder nicht zu klein ist. Das heißt zum Beispiel in dem Fall, wenn ihr selbst, nehmen wir mal an, wir nehmen jetzt mal diesen Bohrer hier, das ist glaube ich ein 32er oder sowas, 24er, nah dran. Wenn ihr den jetzt hier absaugt, hier dann damit arbeitet, dann ist es so, dass hier sehr viel Zwischenraum entsteht. Ja? Ihr seht das jetzt hier. Das heißt, ihr solltet hierfür, für den Bohrer, entsprechend eine kleinere nehmen, die 68er. Hier wunderbar umschlossen, sodass der Staub und der Dreck auch nicht nach außen kann. Ja? Im Gegensatz eben zu dem hier. Wohingegen wir jetzt hier unsere Bohrkrone wunderbar hier einsetzen können und können damit hier arbeiten. Schaut mal hier. Oder natürlich auch größer, zum Beispiel eine 100er oder können wir hier einsetzen und damit arbeiten. Und die Frage ist einfach, wie gut funktioniert das denn eigentlich? Und deswegen habe ich heute jetzt Folgendes mal mitgebracht. Wir haben jetzt draußen schon ein bisschen Kalksandstein hingestellt und wir nehmen jetzt unseren 45er, 18V45 mit 12,2 Joule Schlagenergie,
Übrigens, falls du hierzu noch mehr Informationen haben möchtest, ich verlinke dir das Video dazu nochmal oben und werden damit hier ein paar Löcher bohren. Und zwar haben wir amtlich hier SDS Max am Start, deswegen brauchen wir den 45er hier, und damit es auch ordentlich zur Sache geht. Und dann nehmen wir uns hier noch den 28er von Bosch, den 18V28, und damit werden wir dann hier mit der 68er Bohrkrone arbeiten und gucken, wie das funktioniert. Bin sehr gespannt, aber jetzt gehen wir erstmal nach draußen und testen, testen, testen und testen. Wir fangen also mit dem 68er an, und was man hier wunderbar sieht, ist, wie sehr er sich ransaugt. Das ist wirklich erstaunlich. Er saugt sich irre ran. Und quetscht sogar dieses Gummi so schön zusammen, das kann man auch wunderbar im Video sehen, dass das wirklich auch fest ist. Ich habe euch auch mal gezeigt, wie man das, ich habe versucht, das abzuziehen, und das war richtig schwer, also wirklich schwer. Gut, los ging es jetzt aber mit dem großen Bohrer, 40 mm, die hier wunderbar auch reinpassen, ja, und dementsprechend da auch gebohrt. Was man leider auch gesehen hat, ist, dass noch ein bisschen das war ein gebrauchter Stein, drumherum etwas Schmutz abgefallen ist, auch ein bisschen Staub nach unten. Das kam aber nicht hier unten aus der Absaugung, sondern das wurde wunderbar alles abgesaugt. Es ist auch keine Krümelei, ich sage es mal ganz bewusst, hier nach außen gekommen durch den Schutz hier entsprechend. Ja? Also ist alles hier drin geblieben. Hat wunderbar funktioniert, ich konnte das Loch bohren und so weiter, kein Thema. Als nächstes ging es ja dann mit dem kleinen Bohrer weiter hier, der etwas kleiner ist als hier der Durchmesser, der gerade noch da ist, aber auch damit konnten wir wunderbar bohren. Und hier ist auch kein Material nach außen gekommen, hat auch wunderbar funktioniert. Ja, das soweit. Und dann kam es ja zum Härtetest, ja, wo ich gesagt habe, ob er das schafft oder ob er das nicht schafft, und zwar hier mit unserer Bohrkrone. Und beim Bohren habe ich gemerkt, oh, hier fehlt ja was, nämlich der Zentrierstift fehlt, aber naja, dann ist halt so. Wir haben es halt für den Test zumindest trotzdem gemacht und haben das Ganze hier eingesetzt und haben dann gebohrt. Und was man sieht, ist Folgendes. Man sieht, wir haben nach und nach hat er sich in den Stein reingearbeitet, und nach kamen auch dann diese kleinen Härchen dann wieder zum Vorschein, und ich konnte ins Material reinarbeiten. Und das Ganze ohne, dass auch nur der geringste Staub wirklich nach außen gekommen ist. Der gesamte Bohrstaub wurde abgesaugt, nach unten abgeleitet, und die Härchen haben es, und da kommen wir vielleicht ein bisschen dichter, die Härchen hier haben das auch so halbwegs, oder die Bürsten besser gesagt, haben das hier auch halbwegs überlegt. Aber so richtig wie original ist es jetzt leider nicht mehr. Also ich bin immer noch der Meinung, das macht irgendwie keinen richtigen Sinn, weil bei einer 68er würde ich wirklich dann die große Absaugung hier nehmen. Kommen wir auch zu der. Auch die haben wir entsprechend ja an den Stein rangesetzt, und auch da sieht man, der saugt sich an, und dann will ich es versuchen abzuziehen, zu ziehen. Das funktioniert, also es hält wirklich wunderbar fest. Das ist ganz interessant. Hätte ich auch nicht erwartet, dass es so doll festhält. Hinweis, wir haben die Absaugung auch schon mal ausprobiert auf sehr unebenem Terrain, das heißt auf also sehr rauem Beton, auch das hat wunderbar funktioniert, rangesaugt und hält fest. Okay, als erstes dann auch mal wieder hier mit der Bohrkrone gearbeitet, auch da wunderbar, auch obwohl wir hier leicht Platz zum Rum haben und später ja sogar eingetaucht sind hier in das, also hinter die Bürsten, und auch da keinerlei Staub, keinerlei Bohrmehl oder ähnliches ist hier nach vorne rausgekommen, ja? Sondern es ist nach unten abgesaugt worden und war entsprechend weg. Sodass ich ab 68 euch wirklich durchaus empfehlen kann, schon durchaus mit dem hier auch zu arbeiten und nicht mit der kleinen, um gegebenenfalls hier die Bürsten nicht zu zerstören. Weil ich glaube, wenn du das 20, 30 Mal machst, weiß nicht, wie gut die dann noch wirklich aussehen. Nächster Test war dann mit dem großen Bohrer. Ja, und da sieht man Folgendes: Ja, der Staub, ja, der wird abgesaugt und geht entsprechend nach unten, aber beim 40er hier, aber was man auch sieht, ist Folgendes, und zwar, dass nach vorne, also Krümel nach vorne gebracht werden oder es rauskrümelt oder kleine Stücke spritzen nach vorne raus, einfach weil der Bohrer ja ist ein Schlagbohrer, der entsprechend gegenschlägt und dann natürlich Dinge nach vorne kommen und die werden dann hier nicht mehr aufgehalten. Ja? Das war natürlich auch der Fall hier bei unserem kleinen Bohrer, genau dasselbe, auch da ist das Material entsprechend nach vorne gekommen. Und so dass ich sagen würde, bei den kleineren Bohrern solltet ihr auf jeden Fall
den hier nehmen. Ja? Auch selbst beim Achterbohrer und ähnlichem funktioniert das hier wunderbar, weil beim Achterbohrer die Menge an Material, das was nach vorne geschleudert wird, das ist so klein, dass es in der Regel hier drin trotzdem noch abgesaugt wird. Also auch bei kleineren Bohrern, ja, das will ich damit sagen. Und wir auch durchaus hier bis zum 40er Bohrer hier und auch noch größer hier ohne Probleme hier drin absaugen können und damit auch arbeiten sollten. Eher bei Bohrkronen, wie zum Beispiel so etwas oder einer 100er oder ähnlichem, da entsprechend das Große. Das super Interessante ist wirklich, dass sich diese Absaugung, ja, wunderbar ranziehen. Und übrigens, ich glaube, ich habe vorher den Preis noch gar nicht erwähnt. Bei der kleinen haben wir einen Preis von 40 Euro, hier haben wir einen Preis von zwischen 50 und 60 Euro. Und das ist echt nicht viel für so eine universelle Absauganlage. Und übrigens natürlich findest du alle Preise und alle Geräte wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, und für den Preis kannst du nämlich Folgendes machen. Du kannst dir ja jeden beliebigen Bohrer mit absaugen. Ja, also jeden beliebigen Bohrhammer kannst du hier mit dir absaugen. Der kann natürlich von Bosch sein, der kann aber auch von jeder anderen Firma sein. Und du brauchst dir keine Spezialabsaugung für dein Gerät kaufen. Du kannst das Ganze mit einer Hand machen. Du kannst wunderbar deinen Sauger hier dran verbinden und du hast wirklich keinen Stress mehr. Ja, das finde ich wirklich interessant, wirklich mega und das macht auch wirklich Spaß. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt, sollen wir noch mehr Tests damit machen. Nochmal ganz andere, ganz verrückte Tests. Mir fallen ja gerade keine ein, aber euch bestimmt. Und wir werden das jetzt mal sauber machen und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.